Hallo und herzlich willkommen zur Einführung in das Konzept Lieder zum Ankommen. Mein Name ist Ursula Kerkmann, ich bin Diplom-Musikpädagogin und ich habe in Köln Allgemeine Musikpädagogik und Instrumentalpädagogik studiert mit dem Schwerpunkt Gesang und auch damals schon den Schwerpunkt auf die Entwicklung und die Förderung der Kinderstimme gelegt. Und in den nächsten Minuten möchte ich euch mitnehmen in dieses Buch, euch ein bisschen erzählen, was euch hier drin erwartet, wie dieses Konzept aufgebaut ist, welche Informationen ihr hier alle bekommt und natürlich das Wichtigste, euch schon in die ersten Lieder mitnehmen. Und so wollen wir jetzt auch beginnen. Für Kinder, die die deutsche Sprache nicht so gut beherrschen oder die sogar in einer Flüchtlingssituation hierher gekommen sind, ist es wichtig, Orientierung zu haben. Orientierung finden wir auch durch Strukturen. Und Strukturen im Unterricht, gerade im Singunterricht, kann man auch durch Lieder herstellen. Und der äußerste Rahmen sind Begrüßungslieder und Verabschiedungslieder. Und so möchte ich euch jetzt zunächst einmal mitnehmen zu einem Begrüßungslied und euch bitten, mitzumachen und dazu dann auch aufzustehen. Das kommt dir vielleicht am Anfang ein bisschen komisch vor. Ich habe jetzt du und euch gesagt. Ich hoffe, das ist okay für euch. Wir machen die Situation wie in einem normalen Workshop, aber eben auch wie im Unterricht. Ihr schlüpft jetzt in die Rolle der Kinder und lernt die Lieder so kennen, wie die Kinder sie auch kennenlernen. Ihr kennt sie halt noch nicht und sollt trotzdem mitmachen. Und beim Mitmachen werdet ihr viel eher verstehen, wie das funktioniert, als wenn ihr nur Zuschauer seid. Auch wenn es euch vielleicht seltsam vorkommt, jetzt vor eurem Gerät aufzustehen, alleine in eurem Zimmer zu stehen, sich zu bewegen und mitzusingen. Ich kann euch nur raten, probiert es, es funktioniert. Ihr seid jetzt in der Situation wie die Kinder, ihr kennt dieses Lied noch nicht. Ihr werdet das Prinzip aber schnell verstehen und dann bitte ich dich, mach einfach mit. Guten Morgen, wir sind da. Guten Morgen, wir sind da. Guten Morgen, wir sind da, wir sind alle da. Klatscht mal alle in die Hand, klatscht mal alle in die Hand, klatscht mal alle in die Hand, wir sind alle da. Patscht mal alle auf das Bein, patscht mal alle auf das Bein, patscht mal alle auf das Bein, wir sind alle da. Stampft mal alle mit dem Fuß, stampft mal alle mit dem Fuß, stampft mal alle mit dem Fuß, wir sind alle da. Hüpft mal alle auf und ab, hüpft mal alle auf und ab, hüpft mal alle auf und ab, wir sind alle da. Winkt euch alle einmal zu, winkt euch alle einmal zu, winkt euch alle einmal zu, wir sind alle da. So, ich bitte dich gleich stehen zu bleiben. Du hast sicher gemerkt, dieses Lied, die Strophen sind austauschbar. Da kannst du deine eigene Fantasie einsetzen. Vor allem aber, wenn du Kinder hast, die irgendwann schon weiter fortgeschritten sind, können auch die Kinder den Part des Lehrenden übernehmen und Strophen erfinden, Strophen vorsingen. Und so kann man die Kinder sehr schnell nach unterschiedlichem Niveau einbauen und fördern, aber eben alle Kinder mitnehmen, weil es ein sehr, sehr einfaches Lied ist. Und kleine Verbindungen wie in die Hand prägen sich schon ein im Unterbewusstsein. Das nächste Lied kommt mit noch weniger Text aus. Mach einfach wieder mit. Mein Körper, der kann singen, mein Körper, der kann klingen, bei Stampfen, Klatsch und Schnipp, da machen alle mit. La 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 la.
Bam 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 bam. Dum 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 dum. Dip 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 dip. Boing 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 boing. Zit 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 zit. Vielen Dank, du darfst dich erstmal wieder hinsetzen. Du hast gemerkt, dieses Lied funktioniert nach demselben Prinzip wie das erste Lied. Es ist noch simpler, aber man darf die Wirkung nicht unterschätzen. Dieses Lied hat nicht nur den Effekt, dass die Kinder sofort mitsingen können, weil sie keinen Text brauchen, sondern es trainiert auch den Stimmsitz, es trainiert die Artikulationswerkzeuge. Es hat im Grunde auch einen kleinen Einsingeffekt, wenn man es am Anfang des Unterrichts einsetzt. Und es bewirkt, dass man Laute, die die Kinder vielleicht nicht so gut aussprechen können, je nachdem, aus welcher sprachlichen Kultur sie kommen, haben sie manchmal Schwierigkeiten, ein Ü zu sprechen, manche aber auch ein U. Und dann kann man mit diesen Silben sowas gezielt trainieren. Ich kann dann ja statt dumm-dumm auch düm-düm singen. Also ich kann nach meiner Fantasie Silben bewusst einsetzen, um auch Schwierigkeiten in der Aussprache zu trainieren. Vor allem aber hat dieses Lied natürlich auch den Effekt, dass die Kinder es sehr schnell singen können. Du findest dieses Lied so im Original nicht im Buch. Wir mussten es hier für den Film austauschen. Es entspricht aber genau dem Lied Mein Körper macht Musik, was du dann auch im Buch findest. Der Ablauf ist genau derselbe. Ich kann erzählen, als damals 2015 die Flüchtlingsklasse eingeführt wurde, die Vorbereitungsklasse, da waren 14 Tage später die Eltern eingeladen zu einem Café und die Kinder haben dieses Lied ihren Eltern vorgesungen. Das Lied hat einfach auch einen sozialen und integrativen, schnellen Effekt. Die Kinder haben sich ganz schnell als Gemeinschaft beim Singen empfunden und waren super stolz, hier in Deutschland, in einer deutschen Schule, ihren Eltern als Klasse schon etwas vorsingen zu können. Nun möchte ich dich mitnehmen und dir ein Lied zeigen, was wir einsetzen können, um uns gegenseitig kennenzulernen, aber um auch weitere grammatikalische Dinge daran zu üben. Das Lied heißt Du hast einen Namen, aber wir werden es etwas verändert singen. Dazu komme ich später und erkläre dir, warum. Stell dir jetzt vor, wir sitzen alle gemeinsam in einem Halbkreis und wollen uns gegenseitig kennenlernen. Wir sind also nicht alleine, wie wir das jetzt real mit uns sind, sondern wir sind mit einer Gruppe von Kindern zusammen. Und ich frage dich, ich habe einen Namen, du hast einen Namen, wir gehören zusammen, sag uns, wie du heißt. Tuba. Und jetzt, ohne Kommentar, antworte ich, sie heißt Tuba und sie gehört zu uns. Sie heißt Tuba und sie gehört zu uns. Es kann natürlich auch sein, dass die Tuba noch gar nicht verstanden hat, was ich da gesungen habe und deswegen gar nicht antworten kann. Dann würde ich, bevor sie antwortet oder antworten kann, nochmal versuchen, mit Gesten zu erklären, ich heiße Ursula und wie heißt du? Ich bin Ursula und du. Und in der Regel verstehen die Kinder dann, dass sie einfach ihren Namen sagen. Ohne weitere Erklärung wird das Lied weitergesungen mit dem nächsten Kind. Ich habe einen Namen, du hast einen Namen,
Wir gehören zusammen, sag uns, wie du heißt. Ali, Er heißt Ali und er gehört zu uns. Er heißt Ali und er gehört zu uns. Ich habe einen Namen, du hast einen Namen. Wir gehören zusammen, sag uns, wie du heißt. Ali, Wenn ich jetzt das Lied schon ein paar Wochen gemacht habe und ein paar Stunden gemacht habe, dann singe ich jetzt nicht einfach nur Ali und antworte, sondern jetzt erkläre ich den Kindern und sage, Ali ist ein Junge und bei einem Jungen sagen wir er. Er heißt Ali und er gehört zu uns. Und wir wiederholen alle. Er heißt Ali und er gehört zu uns. Ich habe einen Namen, du hast einen Namen. Wir gehören zusammen, sag uns, wie du heißt. Melina, Wenn wir jetzt wieder ein paar Stunden weiter sind, dann würde ich sagen, Melina ist ein Mädchen. Sagen wir bei einem Mädchen er oder sie. Das klingt jetzt nach sehr, sehr kleinen Schritten. Für die Kinder sind das aber bedeutende Schritte und teilweise auch wirklich schwierige Schritte, die man behutsam aufeinander aufbauen muss. Sie heißt Melina und sie gehört zu uns. Und alle, sie heißt Melina und sie gehört zu uns. Ich habe einen Namen, du hast einen Namen. Wir gehören zusammen, sag uns, wie du heißt. Alexi, So, und jetzt käme der letzte Schritt. Und da würde ich erst fragen, ist Olexi ein Junge oder ein Mädchen? Und wenn das dann geklärt ist, kommt wieder die Frage, und sagen wir bei einem Jungen er oder sie? Und dann singen alle gemeinsam, er heißt Olexi und er gehört zu uns. Er heißt Olexi und er gehört zu uns. So, das als kleines Beispiel mit dem Kennenlernlied. Merkst du, kann man jetzt schon grammatikalische Dinge verknüpfen? Junge, Mädchen, er oder sie. Und welche Anleitung dazu im Buch ist, das möchte ich dir jetzt mal zeigen, indem ich dich mitnehme in das Buch. Du findest das Lied auf der Seite 63. Und ich möchte dir einmal erklären, wie dieses ganze Buch aufgebaut ist. Zunächst mal hat das Buch einen ersten Teil, der inhaltlich beschreibt, welche Lieder sollte man aussuchen, warum eignet sich überhaupt das Singen für die Vermittlung von Sprache, wie kann Singen das Erlernen von Sprache unterstützen, wie sind die Situationen, wenn ich mit Kindern arbeite, die noch gar kein Deutsch können, worauf muss ich achten und dann aber auch Beispiele für einen Stundenaufbau. All das bekommst du in einem kurzen ersten Teil und dann folgt der größere Teil, der sogenannte Praxisteil, der dann voller Lieder ist und sich gliedert in 3 große Bereiche, in den Anfangsunterricht, in die Wortschatzerweiterung und in den Aufbauwortschatz. Insgesamt sind diese 3 Teile nochmal unterteilt in verschiedene Wortfelder, in 15 verschiedene Wortfelder. Dort sind Lieder sortiert nach Themen, damit man gezielt Vokabular trainieren kann, Vokabular einführen kann, zum Beispiel zum Thema Nahrung oder Tiere oder Farben oder Jahreszeiten. Und so gibt es 15 verschiedene Wortfelder mit den entsprechenden Liedern und dem dazugehörigen Vokabular. Zu jedem Lied erhältst du dann didaktische Aufbereitungen und Informationen. Und wie das im Detail aussieht, zeige ich dir jetzt an dem Lied, was wir vorhin gesungen haben.
Ich habe einen Namen. Das Lied gehört auf der Seite 63 zum Wortfeld 3. Das Wortfeld Ich, Du, Wir kennenlernen. Und am Anfang eines Wortfelds erhältst du immer eine kurze Einführung, was dich in diesem Wortfeld erwartet und wie das Ganze auch angedacht ist. Jetzt fällt dir vielleicht schon auf, hier siehst du die Überschrift, du hast einen Namen. Wir haben aber gesungen, ich habe einen Namen. Wenn ich dir zeige, das Lied im Original heißt, du hast einen Namen, ich habe einen Namen, wir gehören zusammen, sag mal, wie heißt du? Dieses hab, gehören, das sind Verkürzungen, die man beim Erlernen der deutschen Sprache vermeiden sollte. Und es ist eine Kleinigkeit, das im Rhythmus und in der Melodie einfach einzufügen. Also statt wir gehören zusammen, singen wir dann wir gehören zusammen. Und dann hat man die korrekte grammatikalische Form. Diese Textveränderungen oder auch diese Veränderung, sag mal, wie heißt du, das ist einfach zu kompliziert für die Kinder. Und indem ich es verändere und sage, sag uns, wie du heißt, habe ich das Reflexivpronomen schon mit drin und durch die Gesten kriegen die Kinder das mit. Wenn ich jetzt sage, ich habe einen Namen, du hast einen Namen, wir gehören zusammen, habe ich schon eine Reihenfolge der Personalpronomen, die dann später auch im Deutschunterricht geübt werden. Und über das Singen ist das bei den Kindern schon im Unterbewusstsein dann verankert und lässt sich später im Deutschunterricht leichter abrufen und leichter erlernen. Da wir aber, wie ich vorhin schon erwähnte, ja hier Lieder haben, an denen Autoren Rechte haben, sind die Lieder erst einmal im Original abgedruckt. Aber darunter findest du dann eine Box, die dich auf empfohlene Textveränderungen hinweist. Hier sind alle Textveränderungen Wort für Wort aufgeschrieben und auch in einer Begründung erklärt. Auf den folgenden Seiten stehen dann erst einmal die Ziele, die das Lied verfolgen soll. In diesem Fall Namen lernen, Anwendung der Personalpronomen und Zuordnung Junge er, Mädchen sie. Wenn nötig, erhältst du noch mal kurze Zusatzinfos dazu. Das ist nicht bei jedem Lied der Fall, aber da, wo es nötig ist, bekommst du die. Und dann bekommst du einen Tipp, wie man die in dieses Lied einführen kann. Denn, das ist auch ganz wichtig, dieses Konzept richtet sich nicht nur an ausgebildete Musikpädagogen, schon gar nicht an ausgebildete Gesangspädagogen. Dieses Konzept ist so aufgebaut, dass jeder, der gerne singt und Kindern die deutsche Sprache vermitteln möchte, Anleitungen erhält, wie er das umsetzen kann mit Kindern. Und so erhältst du hier auch Tipps zur Liedeinführung. Erstmal zur Einführung der Basics, in welchen Stufen du das machen kannst. Und dann ist jedes Lied mit Gesten verbunden, da das Lernen hier auch auf verschiedenen Ebenen stattfindet. Sowohl durchs Hören, durchs Bewegen, teilweise auch durchs Sehen, rhythmisch unterstützt. Und so werden viele Bereiche des Lernens in den Kindern angesprochen und die Sachen können sich leichter umsetzen und verfestigen. Bei den Gesten ist dann immer der Text angegeben, den wir auch singen sollen, also der veränderte Text. Und wenn du das dann eine Weile gemacht hast und in die Stunden integriert hast und merkst, die Kinder sind sehr versiert jetzt schon, dann gibt es Ideen, wie man das Ganze weiterführen kann, wie man weitere Schwierigkeiten einbauen kann. Das, was wir vorhin gemacht haben. Erstmal die einfachste Version, die lehrende Person singt die Antwort ohne Kommentar. Die Kinder klatschen irgendwann mit und singen am Ende nur die Wiederholung. Später sollen die Kinder dann selber zuordnen, sagen wir er oder sie bei einem Jungen und als letzter Schritt dann noch, ist es ein Junge oder ein Mädchen. Genauso kann die Rolle des Lehrenden dann irgendwann auch wieder von einem Kind übernommen werden. Hinzu kommt noch, wenn ich Kinder, je nachdem aus welchem Kulturkreis sie kommen, wenn ich denen überlasse, sich frei hinzusetzen im Kreis, setzen die sich sehr oft Junge und Mädchen getrennt. Und wenn ich dann der Reihenfolge nach vorgehe, trainiere ich dadurch automatisch Junge er, Junge er, Junge er und am Ende Mädchen sie, Mädchen sie, Mädchen sie. Wenn ich das jetzt aber aufbrechen möchte, weil ich denke, die Kinder sollen jetzt auch wirklich selber nachdenken,
dann kann ich das erstmal abwechseln und Sie müssen immer hin und her switchen, Junge er, Mädchen sie. Und wenn Sie ganz selbstständig denken sollen, wähle ich halt ganz zufällig aus, wer jetzt drankommen soll. Und die Kinder müssen jedes Mal neu überlegen, wirklich, ist es ein Junge oder ein Mädchen, sage ich er oder sage ich sie. Und diese Ideen kriegst du alle hier in diesem Buch vermittelt, zu jedem der fast 80 Lieder. Weitere Anregungen sind auch noch dabei, manchmal kann man das mit Spielen verknüpfen und manchmal gibt es Überschneidungen mit anderen Wortfeldern. Das heißt, du kannst auch Lieder aus anderen Wortfeldern mit dieser Thematik verbinden und diesen Hinweis bekommst du dann auch in diesem Buch. So, wenn die Kinder so ein Lied gesungen haben, je nachdem wie groß die Gruppe ist das für die sehr anstrengend. Die mussten lange stillsitzen, die mussten sich lange konzentrieren. Und ich könnte mir vorstellen, so geht es dir jetzt auch, nachdem du mir die ganze Zeit zugehört hast. Und da hilft dann einfach wieder ein Bewegungslied. Ein Lied, zu dem wir aufstehen. Auch dich bitte ich jetzt aufzustehen und einfach nochmal mitzumachen. Sind die Hände noch müde? Leute, seht doch mal nach. Und schüttelt und schüttelt und schüttelt sie wach. Und schüttelt und schüttelt und schüttelt sie wach. Sind die Arme noch müde? Leute, seht doch mal nach. Und schüttelt und schüttelt und schüttelt sie wach. Und schüttelt und schüttelt und schüttelt sie wach. Sind die Schultern noch müde? Leute, seht doch mal nach. Und schüttelt und schüttelt und schüttelt sie wach. Und schüttelt und schüttelt und schüttelt sie wach. Sind die Beine noch müde? Leute, seht doch mal nach. Und schüttelt und schüttelt und schüttelt sie wach. Und schüttelt und schüttelt und schüttelt sie wach. Sind die Füße noch müde? Leute, seht doch mal nach. Und schüttelt und schüttelt und schüttelt sie wach. Und schüttelt und schüttelt und schüttelt sie wach. Ist der Körper noch müde? Leute, seht doch mal nach. Und schüttelt und schüttelt und schüttelt ihn wach. Und schüttelt und schüttelt und schüttelt ihn wach. Sind die Nachbarn noch müde? Leute, seht doch mal nach. Und kitzelt und kitzelt und kitzelt sie wach. Und kitzelt und kitzelt und kitzelt sie wach. Vielen Dank, du darfst dich erstmal wieder hinsetzen. Du kannst dir vorstellen, da herrscht erstmal Chaos im Raum, wenn alle sich durchgekitzelt haben, aber das soll auch so sein. Die Kinder sollen einfach wieder Spaß haben, die sollen wach werden und damit auch bereit werden zu neuer Konzentration und einfach mitsingen, was sie mitsingen können. In solche Lieder wachsen die Kinder sehr schnell rein. Und ich möchte dir jetzt auch einen kurzen Tipp geben, wenn du selbst Lieder aussuchst. Denn dieses Buch ist kein Dogma. Dieses Buch enthält Lieder. Falls du selber sagst, ich habe gar keine Idee, was kann man denn für Lieder nehmen, dann bietet dieses Buch dir einen Schatz. Aber das heißt nicht, dass du dich auf diese Lieder beschränken musst. Und dafür ist es vielleicht hilfreich zu wissen, welche Kriterien soll so ein Lied eigentlich erfüllen. Zunächst mal sollte dieses Lied einen überschaubaren Text haben. Keine zu große Textfülle, vor allen Dingen einen Text, der den grammatikalischen Strukturen und der Wortwahl der heutigen Zeit entspricht. Dann Texte, die eindeutig sind in ihren Aussagen. Texten, die vielleicht auch aus der Welt der Kinder kommen, die sich im Deutschunterricht wiederfinden oder im Sachkundeunterricht. Texte, die so strukturiert sind, dass es kurze Sätze sind und eventuell auch nicht zu große Fülle in den Strophen. Texte, die
vielleicht sich innerhalb einer Strophe nur ein paar Wörter verändern, wie jetzt zum Beispiel, man verändert eigentlich nur das Körperteil, das benannt wird, aber nicht die gesamte Strophe. Lieder wie zum Beispiel St. Martin ritt durch Schnee und Wind, wo über 4 Strophen eine ganze Geschichte erzählt wird, wären eine völlige Überforderung und wären auch ungeeignet, weil die Kinder sich diese Texte nicht merken können. Dann, wie ich vorhin schon sagte, auch grammatikalisch richtige Ausdrucksweise und keine Verkürzungen, die dann eventuell verlängert werden könnten, aber. Und dann sollten es keine Metaphern oder Quatschlieder sein, wo die Inhalte von den Kindern nicht eindeutig umgesetzt werden können. Natürlich sind sowas auch schöne Lieder, aber zum Erlernen von der deutschen Sprache eignen die sich nicht. Die Melodie sollte auch einfach gehalten sein, damit man nicht zu viele Zeit darauf verwendet, komplizierte Melodien zu erlernen. Sie soll eingängig sein und damit den Fokus schneller auf den Text legen können und die Melodie quasi automatisch aufnehmen beim Singen. Ebenso der Rhythmus, einfache Rhythmen, keine komplizierten Rhythmen. Dann eignen die Rhythmen sich auch eher, erstens um Gesten und Body Percussion dazu einzusetzen. Zweitens aber ist es wichtig, dass der Melodierhythmus dem Sprachrhythmus angepasst ist, dass möglichst pro Silbe ein Ton ist. Denn dann wird das Gefühl für den Sprachrhythmus durch die Musik verstärkt. Lieder, wo sich eine Silbe über viele Töne zieht, eignen sich nicht. Lieder, die jetzt 1:1, wie gerade auch bei diesem Lied, 1:1 Silbe, Ton sind wunderbar geeignet. Wenn man diese kleinen Kriterien zugrunde legt, dann kann man damit auch noch viele, viele andere Lieder finden und immer den Mut zur Kreativität. Du hast es eben gesehen an dem Lied Ich habe einen Namen. Wenn das Lied sich auf den ersten Blick nicht eignet, einfach überlegen, kann ich was verändern am Text und vielleicht passt es dann. So habe ich zum Beispiel gerade bei dem Lied Sind die Hände noch müde ein bisschen die Strophenreihenfolge verändert. Das ist nicht zwingend nötig. Es heißt, eigentlich sind die Arme noch müde und ich denke mir immer, wenn ich die Arme schon geschüttelt habe, sind die Hände ja schon wach, also habe ich die Reihenfolge umgedreht. Dann habe ich den Kopf weggelassen, weil wildes Kopfschütteln ja schon mal ausarten kann. Dafür habe ich aber die Schultern reingenommen, weil die Schultern zwischendurch zu lockern ist auch immer ganz sinnvoll. Und am Schluss habe ich dann auch gesungen, wir kitzeln uns wach und nicht wir schütteln uns gegenseitig wach, weil das auch schon mal ausarten kann. Das ist aber alles so ein bisschen nice to have. Was mir aber wichtig ist, im Original heißt der Schluss, ist der Nachbar noch müde im Original. Und da wäre mir wieder wichtig, dass der Nachbar mit einer männlichen Person verbunden wird für die Kinder. Und sie lernen die Unterscheidung der Nachbar, die Nachbarin. Da ich mit den Kindern aber immer im Kreis stehe, haben alle 2 Nachbarn und so singen wir, sind die Nachbarn noch müde. Und hier merkst du jetzt, könnte man dieses Lied eben wortfeldübergreifend wiederverwenden in der Thematik, die wir vorhin bei dem Kennenlernlied hatten. Junge er, Mädchen sie. So könnte man jetzt sagen, der Nachbar heißt, die Nachbarin heißt. Und diese Thematik Junge er, Mädchen sie mit Nachbar und Nachbarin noch einmal aufgreifen. Ich möchte dir einen weiteren Schatz vorstellen, den dieses Buch dir bietet. Auf der allerletzten Seite findest du eine Fläche zum Rubbeln. Dahinter verbirgt sich ein Code. Mit diesem Code kannst du dir auf der Seite des Verlags ganz viele Bilder herunterladen zu den unterschiedlichsten Themen. Diese Bilder visualisieren Inhalte, sowohl bei Tieren als auch von komplexeren Zusammenhängen wie das Lied Der Herbst ist da, da findet man dann die entsprechenden Herbstbilder, aber auch Emotionen werden dargestellt. Emotionen sind besonders schwierig durch Gesten darzustellen oder zu beschreiben, vor allen Dingen inhaltlich. Und diese Bilder helfen dir, Inhalte darzustellen. Wie das funktioniert, möchte ich dir an einem Lied zeigen, das dir sicherlich vertraut ist. Das Lied gehört zum Wortfeld 6, Jahreskreis, und heißt, es war eine Mutter, die hatte 4 Kinder. Da kannst du jetzt Bilder einsetzen, um diese Inhalte zu zeigen.
Es war eine Mutter, die hatte 4 Kinder. Der Frühling, der Sommer, der Herbst und der Winter. Der Frühling bringt Blumen, der Sommer bringt Klee. Der Herbst bringt die Trauben, der Winter bringt Schnee. Ihr habt sicher gemerkt, dass ich den Text ein wenig verändert habe. Eigentlich heißt es, es war eine Mutter, die hatte 4 Kinder, den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. Für die Kinder ist es aber einfacher, erstmal die Kombination mit dem Nominativ und dem Artikel zu üben. Und darum singen wir der Frühling, der Sommer, der Herbst und der Winter. Im Original heißt es auch, der Frühling bringt Blumen, der Sommer den Klee. Der Herbst bringt die Trauben, der Winter den Schnee. Da ist es besser, man wiederholt das Verb. Der Frühling bringt Blumen, der Sommer bringt Klee, der Herbst bringt die Trauben, der Winter bringt Schnee. Weil die Kinder die hören dann nur den Schnee oder den Klee und können das nicht zuordnen. Das sind Kleinigkeiten, die aber wieder viel bewirken können. Dieses Lied hat den großen Nachteil, dass das Wort Jahreszeiten da drin eigentlich gar nicht vorkommt. Und man möchte doch thematisch die Jahreszeiten vermitteln. Darum habe ich zu diesem Lied eine zweite Strophe erfunden, die ich dir gerne auch nahebringen möchte. Der Frühling, der Sommer, der Herbst und der Winter, die wechseln sich ab und ein Jahr geht vorüber. Die Sonne, der Regen, der Schnee uns begleiten und so lieben wir unsere 4 Jahreszeiten. So haben wir jetzt am Schluss dann das Wort Jahreszeiten auch mit drin. Diese Strophe findest du leider nicht im Buch, die ist mir erst nach der Drucklegung eingefallen, aber du bekommst sie dann in dem Aufbauworkshop und du siehst sie auch hier eingeblendet. Wenn du dieses Lied in deinen Unterricht einbauen möchtest, ist es wichtig, dass du vorbereitet bist und die entsprechenden Bildkarten dann auch dabei hast. Damit du daran denkst, findest du bei Liedern, die Zusatzmaterialien benötigen, auch immer noch die sogenannte Materialbox, die dir dann sagt, wenn du dieses Lied einsetzt, bitte denke an die und die Materialien. In diesem Fall die entsprechenden Bildkarten. Das können aber auch Nahrungsmittel sein oder es gibt Lieder, dafür braucht man dann einen Wollfaden, um Dinge zu demonstrieren. Das können Glassteine sein, die wir für Lieder brauchen oder andere Karten, die dann Kleidung oder Körperteile noch zeigen. Immer wenn es nötig ist, bekommst du in der Materialbox den Hinweis, Achtung, bitte denk an die und die Materialien. Ich hoffe, ich habe dir damit ein bisschen Lust auf mehr gemacht, denn Lieder zu den Wortfeldern, die dann eben aufbauen, die nicht nur Bewegungslieder sind, die vertiefend eingehen auf Felder wie Tiere, Kleidung, Nahrung, Farben, rechts, links, Verkehr, würde ich dir gerne in einem aufbauenden Workshop vermitteln. Für uns fehlt heute noch der Rahmen, nämlich unser Schlusslied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wo ist unsere Zeit geblieben? Hin und her und herum. Unsere Stunde ist jetzt um. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn wir uns in einem Online-Workshop wiedersehen. Vielen Dank und tschüss.